Herzlich willkommen bei Beidas. Vor mir befinden sich die erst vor kurzem veröffentlichten Adidas Filthy X NMD S1. Der Designer Filthy hat dem bestehenden Adidas NMD S1 seine persönliche Note gegeben. Damit meine ich Farbgestaltung und Schnürsenkel. Meiner Meinung nach ist das Design gelungen. Die Abstimmung der Blautöne gefällt mir und in Kombination mit dem Primeknit sieht der Schuh besonders aus. Der Schuh hat eine Ultraboost-Sohle. Dadurch ist er angenehm zu tragen, aber nicht so angenehm wie bei Schuhen ohne NMD-Elemente. Ich vermute, dass die NMD-Elemente an den Seiten einen negativen Einfluss auf das Tragegefühl haben. Die Seiten der Ultraboost-Sohle sind mit einem blauen transparenten Kunststoff abgedeckt. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch weniger schmutzanfällig als die sich darunter befindende weiße Ultraboost-Sohle. An den Seiten des Schuhs ist das Logo vom Designer Filthy zu sehen. Der mittlere Bereich besteht aus einem transparenten Kunststoffnetz. Vorne an der Seite ist auf dem Primeknit blaues Kunststoffmaterial verklebt. Ich finde, das passt nicht so richtig, weil das Primeknit deutlich hochwertiger wirkt als der Kunststoff. Zu den hellblauen Schnürsenkeln werden zusätzlich noch dunkelblaue mitgeliefert. Ich finde es ungünstig, dass die Schnürsenkelösen aus Primeknit bestehen, denn beim Festziehen der Schnürsenkel entstehen Lücken im Material und man kann direkt auf die Socken gucken. Die Innensohle ist herausnehmbar, das ist immer ein Pluspunkt und sollte bei allen Schuhen eingeführt werden. Das ist die Außensohle des Schuhs. In Kombination mit unterschiedlichen Hosen sehen die Schuhe folgendermaßen aus. Jetzt kommen wir zur Qualität des Schuhs. Der Schuh wirkt von den Materialien her qualitativ. Was mich stört, ist die Verarbeitungsqualität. Hier hinten und vorne an der Seite sind Klebereste zu sehen. An den NMD-Elementen sind weiße Farbflecken zu beobachten, die ich größtenteils schon entfernt habe. An dieser Stelle wurde das Primeknit nicht richtig verarbeitet. Für einen Schuh dieser Preisklasse sind das zu viele Verarbeitungsfehler. Beim Thema Verpackung bin ich etwas enttäuscht, denn die Verpackung ist vergleichsweise groß und schwer. Mit Blick auf die Umwelt ist das nicht mehr zeitgemäß. Außerdem bestehen die Schuhspanner aus Kunststoff. Pappe wäre die bessere Wahl. Bei diesem Element ist die Verklebung nicht ordnungsgemäß. Das ist natürlich nicht so schön, da man einerseits versucht, eine schöne Verpackung anzubieten, aber andererseits die Qualität nicht stimmt. Es sind außerdem zwei Schuhbeutel dabei.
Diese sehen wertig aus, fühlen sich aber irgendwie kalt bzw. nass an. Mein Fazit lautet, dass man aus diesem Schuh hätte viel mehr rausholen können. Die Blautöne sehen echt gut aus. Das Primeknit-Material ist sehr schön. Der Schuh an sich sieht optisch wirklich gut aus. Aber bei näherer Betrachtung entspricht die Qualität und die Funktionalität nicht einem Schuh von 220 €. Da ich viele Schuhe von Adidas besitze, weiß ich, dass Adidas das besser kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.